Ich will einfach nur noch mit dir reden, denn du bist nur meiner Meinung. Ja, du bist auch nur meiner Meinung. Ich kann das gar nicht glauben. Es ist einfach so unglaublich schön. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat und so weiter und so fort könnten sich bald genauso lesen bzw. anhören. Denn ein neues Gesetz wurde verabschiedet und das könnte unsere Meinungsfreiheit ganz schön einschränken. Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video und bevor ich näher darauf eingehe, warum unsere Meinungsfreiheit auf dem Spiel steht, will ich euch erstmal zeigen, was innerhalb von 60 Sekunden online in den sozialen Netzwerken so abgeht. Innerhalb von 60 Sekunden werden 4,1 Millionen Videos auf YouTube geschaut, auf Instagram werden 46.200 Posts veröffentlicht, auf Twitter sind es 452.000 Tweets pro Minute und auf Facebook finden 900.000 Logins innerhalb von 60 Sekunden statt. Also online ist ganz schön viel los, kann man sagen. Und wie wir alle wissen, auf den sozialen Netzwerken ist ziemlich viel Hass. Und genau deswegen wurde ein neues Gesetz verabschiedet, welches sich welches sich Netzdurchsuchungsgesetz nennt. Das hört sich sowieso schon mal echt ein bisschen schräg an. Das Netz wird sozusagen durch dieses neue Gesetz nicht direkt durchsucht, aber alle Online-Netzwerke werden sozusagen dazu verpflichtet, Inhalte, die rechtswidrig sind, ja, zu löschen, kann man sagen. Außerdem muss jedes soziale Netzwerk den sogenannten Zustellungsbevollmächtigten ernennen. Das ist eine Person, die sozusagen als offizielle Person oder Institut oder Kontaktstelle ist für dich, wenn du sagst, das ist was nicht okay ist, das melde ich und an den und den kann ich mich wenden, dass der das sozusagen regelt. Bevor Inhalte allerdings gelöscht werden, müssen sie erstmal gemeldet werden. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, ist doch eigentlich super. Ein Gesetz gegen Hass, weniger Hasskommentare im Internet, mehr respektvolle Diskussionen, ist doch genau das, was wir wollen. Aber es gibt da ein großes Problem, denn dieses Gesetz könnte die Meinungsfreiheit ganz stark einschränken. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn Unternehmen gegen diese Gesetze verstoßen und das auch in einem großen Ausmaß, könnten Strafen bis zu 50 Millionen Euro auf die Unternehmen zukommen. Und da natürlich Facebook, YouTube, Snapchat, Twitter und Co. natürlich keine Strafe kassieren wollen, könnte das sogenannte Overblocking stattfinden. Das heißt, Kommentare oder Inhalte oder Beiträge, die vielleicht sich im Grenzbereich befinden und eigentlich gar nicht gelöscht werden müssten, werden aber trotzdem gelöscht, weil man sich eben nicht sicher ist und um dadurch eben keine Strafe zu kassieren. Und darin besteht die ganz große Gefahr. Denn das schränkt natürlich unsere Meinungsfreiheit ein. Denn soziale Netzwerke sind eben mal die öffentlichen Plätze, Online-Plätze, wenn man so will. Und dort äußern wir unsere Meinung. Und wenn unsere Meinung grenzwertig ist und deswegen gelöscht wird, obwohl sie eigentlich gar nicht gelöscht werden müssten, dann grenzt das und dann schließt das unsere Meinungsfreiheit aus. Dann können wir nicht mehr das sagen, was wir wollen und das ist ein riesen Problem. Viele Experten kritisieren übrigens an dem Gesetz, dass nun die Rechtsprechung privatisiert wird. Denn Unternehmen müssen jetzt entscheiden oder besser gesagt die sozialen Netzwerke müssen jetzt entscheiden, was rechtlich okay ist und was nicht so okay ist. Hinzu kommt auch noch das proaktive Löschen, denn wie ihr wisst, Algorithmen bestimmen inzwischen alle soziale Netzwerke und in Zukunft könnten dann eben auch Algorithmen darüber entscheiden, welche Kommentare, welche Beiträge, welche Inhalte, welche Bilder zu sehen sind und welche nicht. Und wenn die Algorithmen schon von vornherein sagen, nö, das ist jetzt nicht so geil, was du hier posten willst, dann stellen die das vielleicht erst gar nicht online, obwohl es eigentlich in Ordnung wäre. Was bedeutet, in Zukunft könnten Algorithmen über unsere Meinungsfreiheit entscheiden. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer weiß schon, wie Algorithmen funktionieren? Ich weiß noch nicht mal, ob selbst die Facebook- und YouTube-Mitarbeiter ganz genau wissen, was die Algorithmen machen. Wer weiß, wo das noch hinführt. Also mal ganz ehrlich, dann regiert irgendwann der Algorithmus darüber, was wir zu sehen und zu denken und zu lesen und zu hören haben. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Meinung über ganz viele Dinge. Das Problem ist nämlich auch, dass es nicht genügend Kapazitäten gibt, um echte Menschen dahin zu setzen, egal ob bei Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Wenn die Unternehmen eben keine Strafen kassieren wollen, um wieder aufs Gesetz zurückzukommen, investieren sie sehr wahrscheinlich in die Algorithmen, um die cleverer zu machen, damit die Inhalte erkennen, die wahrscheinlich eventuell rechtswidrig sind. Und wenn die Algorithmen anfangen, von vornherein rauszulöschen, Ja, Prostmahlzeit. Und genau deswegen kritisieren ganz viele Leute, dass dieses Gesetz in Deutschland verfassungswidrig ist. Was kann man jetzt eigentlich gegen Hass im Internet, gegen Hate Speech, gegen Hasskriminalität machen? Hier sind 3 Dinge. Und obwohl ich gerade eben über Algorithmen so gerantet habe, ist der erste Punkt der Algorithmus. Denn diese Unmengen an Daten können einfach keine Menschen mehr bearbeiten. Das ist eigentlich
unmöglich, weswegen Algorithmen trotzdem nötig sind, um sozusagen das Gröbste auszusieben, damit man sich nicht mehr um alles kümmern muss. Das nächste nennt sich das Nudging und Nudging ist sozusagen die Beeinflussung durch Design. Also, wenn ihr jetzt mal kurz unter das Video hier guckt, da sind auch diese zwei Thumbs Up und Thumbs Down Buttons. Man könnte sich jetzt auch fragen, hey YouTube, warum gibt es nicht ein Thumbs Up, ein Thumbs so, ein Thumbs ein Thumbs, naja, mochte ich eigentlich nicht so und dann eben nochmal den ganz nach unten. Warum gibt es nur hoch und runter? Warum gibt es nicht mehr? Denn durch das Design werden wir natürlich beeinflusst, eine ganz klare Position einzunehmen, anstatt uns selbst Gedanken zu machen und anstatt selbst vielleicht mal zu überlegen. Nudging, also das Design von Oberflächen, von Benutzeroberflächen, das beeinflusst uns Menschen natürlich. Und übrigens, wenn ihr schon dabei seid und das Video mochtet und mögt, gebt ihm doch mal einen kleinen Daumen nach oben. Und das letzte ist Internet Literacy, also dass man schon ganz früh anfängt, junge Menschen eben zu zeigen, was gute Quellen, was schlechte Quellen sind, um so Bildung herzustellen und um so Diskussionen voranzutreiben und um so Hass eben zu vermeiden. Das letzte und wahrscheinlich auch größte Argument sind die Menschenrechte. Denn wenn jeder die wirklich einhalten würde, dann müssten wir uns darüber jetzt gar keine Gedanken machen. Dann müssten wir jetzt gar nicht darüber reden, wie wir Hate Speech vermeiden können und sollen. Wenn wir einfach alle mal anfangen würden, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, das ist ja völlig legitim, das ist ja auch die Grundbasis einer Demokratie. Aber wir müssen einfach mal anfangen, uns zu respektieren und andere zu respektieren, auch wenn wir ungleicher Meinung sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und jetzt seid ihr dran, kommentiert unten in den Kommentaren, was ihr von dem neuen Gesetz haltet. Glaubt ihr, das ist notwendig oder eher so gar nicht? Außerdem könnt ihr auch hier oben abstimmen mit Ja oder Nein und vielleicht noch ein paar anderen Optionen. Wenn euch das Video außerdem gefallen hat, dann gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben und wenn ihr neu seid, klickt auf Abonnieren. Ich würde mich extrem darüber freuen und wir sehen uns dann am kommenden Dienstag wieder mit einem anderen Thema und bis dahin diskutiert fröhlich weiter, aber vergesst nicht, mit ganz viel Respekt. Bis dann, euer Marvin.